Heute zeige ich 3 Varianten, wie man Videos einen Rahmen geben kann. Dazu gab es früher schon mal eine Anleitung, aber seitdem hat sich einiges im Programm weiterentwickelt. Deshalb zeige ich hier 3 Rahmenvarianten für PhotoVision, VideoVision und Stages. Und dazu stelle ich auch gleich noch kurz 2 neue Videoeffekte vor, mit denen ihr eure Videos verbessern oder anreichern könnt. Wie kann ich einem Video einen Rahmen zufügen? Das ist eine Frage, die im Support doch immer mal wieder aufschlägt. Und wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten. Schaut, was euch besser gefällt oder für euch praktikabler ist. Ich befinde mich hier in VideoVision 2024 und habe ein Video in einem Kapitelobjekt. Ich starte mit Variante Nummer 1, dem Layout-Effekt. Seit Version 12 gibt es im Programm den Layout-Effekt, mit dem ihr bestimmte Anordnungen erzielen könnt, aber auch einen Rahmen für ein Video erstellen könnt. Ich ziehe den Layout-Effekt direkt auf das Video und dann kann ich schon in den Eigenschaften hier am Rand die gewünschte Randbreite einstellen. Das Video wird verkleinert und gibt damit den Blick frei auf das, was hinter dem Video liegt. In diesem Fall sieht man nur schwarz, es liegt nichts dahinter. Aber ich kann jetzt diesem Layout-Effekt einen beliebigen Hintergrund geben. Das können zum Beispiel hier die statischen Hintergrundbilder sein. Ich greife mir mal diesen Holzboden. So sehe das jetzt aus. Aber ich kann auch was völlig anderes nehmen. Hier zum Beispiel so einen Metalleffekt. Oder ich nehme wieder die dynamische Rechteckform, die es hier weiter unten gibt. Fügt man diese ein, ist sie erstmal weiß und dann hätte man jetzt so einen weißen Rahmen hier. Die Farbe des Rechteckes könnt ihr in den Eigenschaften ändern. Klickt auf die Füllfarbe und dann wählt eure Farbe. Hier jetzt gelb. Dann sieht es so aus. Und man kann hier auch zweifarbige Farbverläufe erstellen. Also beim Rechteck auch noch eine zweite Farbe für den Verlauf auswählen. Ich nehme als zweite Farbe ein etwas dunkleres Gelb und so kann man sich hier zum Beispiel so einen sonnigen Farbverlauf selbst erstellen. Für umfangreichere Farbverläufe könnte man auch das Objekt Farbverlauf verwenden. Das ermöglicht mehr Farben und komplexere Verläufe und sogar Muster. Das soll es zum Rahmen durch den Layout-Effekt erst einmal gewesen sein. Ihr zieht also den Layout-Effekt auf euer Video und könnt dann in den Eigenschaften den Rand bestimmen. Das Aussehen dieses Randes ergibt sich dann aus dem, was im Hintergrund des Layout-Effektes liegt. Dann zur zweiten Variante. Ich füge mir hier vorne aus dem Dateibrowser nochmal ein neues Video ein. Das Video kürze ich hier mal auf übersichtlichere 30 Sekunden. Und das Video kommt in ein Kapitelobjekt, damit ich wieder mehrere Spuren habe. Und in die Spur unter das Video kommt wieder unsere dynamische Rechteckform. Mit der erstellen wir jetzt die zweite Variante für einen Rahmen. Wir verdecken also erstmal unser Video mit dem Rechteck, machen es gleich aber auch wieder sichtbar, und zwar mit dieser Einstellung fürs Padding. Dabei verändert sich der Abstand zwischen dem gestrichelten Auswahlrahmen und der Füllung. Und weil wir es genau andersherum brauchen, gehe ich hier auf Form umkehren. Ich habe jetzt also einen weißen Rahmen mit schön gleichmäßigem Rand über mein Video gelegt. Und ich kann natürlich die Farbe des Rahmens ändern und ich könnte hier auch wieder einen Verlauf einstellen. Und eben neu in Version 2024, ich kann die Ecken meiner Form auch abrunden und so einen abgerundeten Durchguck schaffen. Dabei können die 4 Ecken auch ungleichmäßig abgerundet sein und man kann damit dann auch solche ungleichmäßigen Formen kreieren. Ich bringe die Dauer des Rechtecks hier noch auf die Dauer des Videos und dann spiele ich es einmal ab. So ein Rahmen um das Video ist also eine schöne Möglichkeit, den Blick des Zuschauers nochmal zu fokussieren und seine Videos und Fotos in einen gemeinsamen gestalterischen Rahmen einzubetten. Wenn ihr mit der Rechteckform einen Rahmen erstellt habt, den ihr immer wieder verwenden wollt, könnt ihr diesen als Mini-Vorlage speichern.
Schaut zur Inspiration auch einmal in die mitgelieferten Mini-Vorlagen. Da lassen sich Einstellungen abgucken oder halt auch direkt so verwenden. Hier zum Beispiel mit einem weich gezeichneten Rand. Und man kann aber auch wieder zu seiner Variante zurückkehren. Eine weitere Variante wäre hier auch noch einen Rand zu aktivieren. Der ist jetzt erstmal grau, aber ich kann natürlich auch wieder die Farbe ändern. Das kann schwarz sein und das kann auch leicht transparent sein, sodass hier am Rand auch das Bild noch durchschimmert. Verändert auch mal die Randbreite. Probiert da einfach mal einige Varianten aus. Egal welche Rahmenvariante ihr nehmt, ihr habt weiterhin Möglichkeiten, die Videos zu schneiden oder auch mit Effekten zu versehen. Dieses Video kann man zum Beispiel mit Lichteffekten etwas abwechslungsreicher gestalten. Dafür verwende ich dann auch gleich mal den neuen Light Leaks Overlay-Effekt. Den gibt es in Video Vision und in Stages und damit lassen sich Fotos und Videos mit zufällig erscheinenden Lichtflecken überlagern. Ich ziehe den Effekt unter das Rechteck und aktiviere in den Eigenschaften das Post-Processing. Das heißt, nur an dieser Stelle wird oberhalb des Effektes dieser angewendet und ich kopiere den auch nochmal, damit das später im Video auch nochmal auftaucht. Aber es soll halt nicht die ganze Zeit aufscheinen. In den Eigenschaften könnt ihr da auch nochmal die Einstellungen und Farben ändern. Ich spiele es mal ab. Auf das Video im Layout-Effekt ziehe ich ebenfalls einen neuen Effekt. Und zwar habt ihr ihn hoffentlich schon entdeckt, die Farbkorrekturen. Der Farbkorrekturen-Effekt kombiniert gleich mehrere Korrekturverfahren und damit könnt ihr das Aussehen von Videos und Fotos verbessern. Solltet ihr also mal unzufrieden sein mit den Farben oder der Helligkeit eures Bildmaterials, schaut euch den Effekt genauer an. Es lassen sich auch nur bestimmte Bereiche korrigieren und je nach Auswahl ändern sich dann die weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Die Auswirkungen eurer Änderungen könnt ihr immer direkt im Layout-Designer beobachten. Sobald ihr eine für euch passende Einstellung gefunden habt, könnt ihr die wieder als Mini-Vorlage abspeichern und immer wieder verwenden. Bei den Mini-Vorlagen gibt es auch schon ein paar Beispiele. Da gibt es aber leider kein Standardrezept, was auf jede Kamera und auf jeden persönlichen Geschmack genau passt. Experimentiert da mal in einer ruhigen Minute mit eurem Material und holt einfach das Beste raus und speichert euch das. Ich nehme diese leichte Tonwertkorrektur jetzt für mein Beispiel und auch kurz noch gezeigt, ihr braucht diesen Effekt nicht auf jedes Foto und Video ziehen, ihr könntet ihn genauso gut auch unter euer Projekt legen und wo nötig die Farbkorrekturen im Post-Processing-Modus wirken lassen. Jetzt aber genug mit den Effekten, zurück zu unserem eigentlichen Thema, den Rahmen für Videos. Und da möchte ich euch noch eine Variante zeigen. Ich habe wieder ein Videoobjekt in ein Kapitelobjekt gelegt und für den nächsten Rahmen werde ich den einfachen Pfad verwenden, den ihr von der Routenanimation kennt. Ich nehme zunächst den einfachen Pfad mit dieser Waage. Der einfache Pfad hat weniger Funktionen das Aussehen betreffend und die Waage bedeutet, dass der Pfad immer ausgeglichen ist, also sich während der Animation mit gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt. Aber wir halten uns jetzt gar nicht bei dieser S-Form auf, sondern gehen direkt in die Mini-Vorlagen und dort wähle ich dieses Viereck. Und statt des Kringels sehen wir jetzt nur noch 4 Punkte, die in den Ecken des Bildes angeordnet sind. Markiere ich eine andere Marke, sehen wir den Pfad, der sich jetzt als Viereck über dem Video zeichnet. Und auch auf diese Art und Weise kann man einem Video einen Rahmen geben. Das Viereck wird innerhalb von 4 Sekunden gezeichnet. Das ergibt sich aus den Zeitwerten an den Marken. Diese kann man auch in der manuellen Eingabe sehen und bearbeiten. Und man kann sich den Verlauf dieser Linie natürlich beliebig anpassen. Zum Beispiel oben eine Ecke offen lassen oder Start und Ende miteinander überkreuzen. Und der Rahmen muss natürlich nicht mitten im Video sitzen, sondern der Rahmen könnte auch genau an den Rand gelegt werden. Ich mache das mit der manuellen Eingabe und setze hier diese Marken jetzt genau an die Ecken. Also diese Marke liegt dann bei x100, y0. Die Ecke unten rechts sitzt bei x100, y100.
Die Marke mit den 3 Sekunden sitzt bei X0, Y100 und so weiter für alle Marken. Die Eigenschaften kann ich natürlich auch wieder verändern und hier zum Beispiel die Breite erhöhen oder auch die Farbe ändern. Ich erhöhe die Dauer für den Pfad auf 6 Sekunden und dann schauen wir es uns einmal an. Möchtet ihr, dass der Rahmen auch über die gesamte weitere Anzeigedauer des Videos vorhanden ist, müsstet ihr die Dauer des Pfadobjektes dann entsprechend auch wieder so lang machen, wie das Video ist, beziehungsweise könnte man dieses Pfadobjekt auch mehrfach hintereinander einfügen. Dann würde wiederholt dieser Rahmen gezeichnet werden. Das war also die dritte Variante, die ich euch zeigen wollte, mit der ihr Rahmen und Videos erstellen könnt. Der Vollständigkeit halber füge ich hier nochmal einen dekorierten Pfad ein. Beim dekorierten Pfad kann ich das Aussehen des Pfades stärker beeinflussen und diesem auch ein anderes Muster geben. Ich wähle wieder in den Mini-Vorlagen meine Viereck-Rahmen-Variante und in den weiteren Eigenschaften des Pfades kann ich nun das Aussehen des Pfades nochmal verändern und hier zum Beispiel zwischen verschiedenen Mustern wählen. Schaut euch da ruhig bei den neuen Pfadmöglichkeiten um. Auf jeden Fall kennt ihr jetzt 3 Varianten, um eure Videos und Fotos mit Rahmen zu verzieren. Ich zeige die 3 Varianten jetzt auch nochmal und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Danke!